Okay Leute, ich habe hier noch ein ziemliches Chaos, aber hier kann man schon so in etwa sehen, was Sache ist. Das sind so die Tools, Pin Pivot und der Abstandshalter, die Vertical Front Base, der zweite Radadapter. Hier sind die entsprechenden Schrauben dafür und hier sind die neuen Babys. Und zwar einmal ein 80 Grit, das geht aber nachher gleich weg, das wird verkauft. Ich bekomme, denke mal, in 2 Wochen neue Räder und dann habe ich wieder eins. Das ist ein 160er, das ist ein 400er, ein 1000er. Hier habe ich mein Rockhard Filzrad und wenn ich shiny möchte, dann habe ich noch den Japanstein. Hier so Leute, was ich jetzt machen möchte, ich möchte dieses Messer erstmal stumpf machen. Dazu nehme ich wie immer meinen Original Tormek Abrichtstein. Also ihr könnt sicher sein, der schneidet nichts mehr. Aber ich will auch noch ein paar Ecken reinmachen. Ich habe das jetzt hier auf der Kante gemacht. Ich mache noch ein bisschen, weil das kann man nicht genug machen. Allerdings möchte ich hier nicht auf meinem Tisch da rumklopfen. So. Weil ich möchte wirklich gerne sehen, ob und wie das 80er Rad arbeitet, weil mit dem habe ich bis jetzt noch nie gearbeitet. Ich habe die ganzen Sendungen mir nie eins weggenommen. Ich habe mir überhaupt gar kein Wheel noch weggenommen. Ich schleife heute das allererste Mal auf meinen eigenen Schleifrädern. Bisher habe ich immer noch die von Knife Grinders benutzt gehabt. Ja? Aber jetzt habe ich meine eigenen und die habe ich mir weggenommen. Allerdings geht das 80er Rad nach dem Test sofort in den Karton, wird erst getrocknet über Nacht und morgen früh geht es in den Karton und verlässt mich Richtung Skandinavien. Ich habe es versprochen, also schicke ich es auch. Aber in 2 Wochen bekomme ich neue. Dann nehme ich mir wieder eins weg und das bleibt dann auch bei mir. Und jetzt probieren wir das aus. Ich gehe mal kurz unter das Mikroskop, dann schauen wir uns das Messer mal an, wie das aussieht, die Schneide und so. Oh, das fühlt sich schon scheiße an. Schauen wir mal. Alles klar, bis gleich. So, ich habe das Messer eingespannt und habe jetzt eine Werkstücklänge von 151 mm. Das ist relativ breit, das Messer. Und ich möchte gerne einen 15 Grad Winkel dran schleifen. 15 Grad. So, das sagt mir, meine Toolbar muss 179 mm hoch sein. Das werde ich jetzt einfach mal einstellen und dann gehen wir rüber auf das 80er Rad und schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um diese tiefen Scharten da rauszukriegen. Jetzt gehen wir her. Hier übrigens diesen Abstandhalter. Ist klar. Normalerweise benutze ich hier so einen Laserhalter, um eine Linie auf den Stein zu werfen. Mache ich jetzt heute aber nicht. Ich mache jetzt ganz einfach mal das 80er Rad drauf. Allerdings, Moment, erst ein bisschen Öl auf die Welle. So. So, übrigens, wie gesagt, das ist niegelnagelneu, noch nie benutzt. Und das hat jetzt seinen allerersten Einsatz. Und dann schauen wir mal, wie das Ding funktioniert. So. Machen wir das ein bisschen ins Wasser rein. So,
So, und was ich jetzt machen muss, ich muss die Höhe der Toolbar einstellen, und zwar 179 mm. Ich bin fast richtig, ich muss noch ein kleines bisschen hoch. So dürfte das eigentlich schon mal ganz gut sein, ja. Ja, das ist gut. So, und da ich hier mein Maß hole, drücke ich hier drauf und mache hier zu. So, noch ganz kurz, bei meiner doppelseitigen Toolbar ist hier drüben auch eine Rändelschraube, weil das Spiel, was hier drin ist, das brauchst du ja, um einfach mit den gut reinzukommen. Das würde hier vielleicht 1 mm tiefer ausmachen unter Umständen durch das Eigengewicht der Toolbar. Das wäre aber außen bei dem zweiten Rad, was ihr montieren könnt, wären das 3-4 mm, und das will ja keiner. Deswegen habe ich da 2 Rändelschrauben drauf, und dann kann man einfach schön hier in der Mitte messen und dann passt das. So, aber jetzt geht's los. Und jetzt schauen wir mal, was dieser 80er Stein kann. Ich werde jetzt einfach mal 4-mal in jede Richtung drüber ziehen. Übrigens, da habe ich hier einfach so ein Magnetblech drauf geklebt, und jetzt habe ich hier wunderschön mein Licht. Ich kann natürlich auch das Ganze, warte mal, ein bisschen ändern. So, so, dann weiß ich aber nicht, ob man das in der Kamera noch sieht mit dem Schleifen. Ja, das sieht man noch. Okay, alles klar, legen wir los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mal gespannt. So, das waren jetzt 4-mal, und da werde ich jetzt einfach mal unter das Mikroskop gehen und mal schauen, wie die Schneide jetzt aussieht, ob die Ausbrüche weg sind. Aber so rein optisch denke ich schon, dass die alle weg sind. Ich könnte jetzt dann auch direkt von dem 80er auf das 400er gehen, aber wie gesagt, ich gehe jetzt unter das Mikroskop und zeige euch das. Danach gehe ich übers 160er, um einfach das raue, oh Gott, da habe ich einen mega Bart, das ist Wahnsinn. Ich ziehe mal ganz kurz noch einmal drüber, Moment. Nur ganz leicht, ohne jeden Druck und ganz schnell. So dass der Bart weg ist, zumindest mal ein bisschen. So, also wie gesagt, ich gehe unter das Mikroskop und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt gehen wir auf das 160er. Und jetzt kommt wieder ein Vorteil der CBN-Räder. Ich brauche natürlich nichts justieren hier. Das bleibt gleich. Ich habe dieselbe Höhe. Ich habe das etwas vermittelt. Und zwar, um ehrlich zu sein, ich habe beim 1000er Rad 250,2 mm Durchmesser, beim 400er 250,3, beim 160er 250,4 und beim 80er 250,5. Das ist einfach der Dicke der Körnung geschuldet. Aber ich habe jetzt auf 250,3 eingestellt für alle, und das wird schon funktionieren. So, jetzt mache ich 3 Züge in jede Richtung mit dem 160er. So, ich glaube, das waren 3. Oder waren es nur 2? Ich glaube, es waren 3. Jetzt gehe ich kurz wieder unter das Mikroskop und zeige euch, wie es jetzt. Jetzt gehen wir weiter auf das 400er. Ja, da ist noch Zeug drauf. Also wie gesagt, die Räder sind alle noch nicht ein einziges Mal gelaufen.
die haben ihre Jungfernfahrt jetzt sozusagen. Aber ich bin jetzt schon sehr angetan, was für eine klar definierte Schneide und alles. Ne? So, und wie gesagt, Toolbar brauche ich nicht zu verstellen, einfach weiter geht's. So, hier beim 400er sollten zweimal reichen. Gehen wir wieder unter das Mikroskop und schauen es uns an. Kann man immer, wow, das ist jetzt schon scharf. Okay, bis gleich. Okay. So, und auch jetzt zweimal übers Tausender und das war's. So, das war's Tausender. Und dann drehen wir die Maschine um. Dann gehen wir aufs Rockhard Filzrad. Und nach dem Rockhard Filzrad gehen wir noch ganz kurz übers Leder. Und das war's dann gewesen. Ich weiß gar nicht, sieht man die Schneide hier? Sieht man das? Das Ding sieht echt super aus. Okay, ich gehe noch mal kurz an das Mikroskop und dann drehen wir die Maschine und gehen aufs Rockhard Filzrad. So, um das kurz zu zeigen, ich habe bei meinem Rockhard Filzrad habe ich 251,5 mm Durchmesser und eine Werkstücklänge bleibt natürlich so wie vorne auch, die 151, und mein Schleifwinkel möchte ich haben bei 15 Grad. Und jetzt kommt das Besondere, hier habe ich 15 Grad geschliffen, hier werde ich jetzt 16,5 Grad schleifen. Ich schleife 1,5 Grad mehr, einfach um den Grad sauber abzunehmen vorne auf der Kante. Wenn ich dann danach aufs Lederrad gehe, dann switche ich wieder um auf 15 Grad. Also in dem Fall 16,5 Grad. So, und das sagt mir jetzt 106,1 mm muss meine Toolbar hoch sein. Und das stelle ich jetzt ein und dann sehen wir uns drüben an der Kamera wieder. So, jetzt können wir hier weitermachen. 106,1 mm hatte ich gesagt. Hier, das ist auch ein Vorteil, die große Schraube, die dreht sich halt schnell und gut. So, und jetzt messe ich hier auf meiner vertikalen Frontbase die Höhe. Ihr seht, da kann man auch schön justieren. So, jetzt stehe ich auf, jetzt gebe ich ein bisschen nach, zack, das passt. Finger drauf, festdrehen, andere Seite auch festdrehen. So, und jetzt bitte über das Filzrad. Ich habe das übrigens mit einem Mikron Diamantspray belegt. Das Diamantspray ist sehr ergiebig. Ich habe das erst zweimal belegt, seit ich das Gerät habe. Jetzt gehen wir hier drüber und zwar wirklich ohne Druck. Einfach locker das Messer drüber gehen lassen. 4-mal von jeder Seite. Ohne Druck. Einfach auflegen und laufen lassen. So, das war's mit dem Filzrad. Wir können gerne noch mal ganz kurz unter das Mikroskop gehen, damit ihr die Schneide seht. Und dann switche ich um auf die andere Seite, um aufs Leder zu gehen. Auf mein Leder, und das heißt, ich habe jetzt hier einen Durchmesser von 215 beim Leder.
Ich habe die Werkstücklänge und hier gehe ich jetzt wieder auf die 15 Grad und dann sehe ich hier 84,2 mm muss ich hoch sein und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns an der Maschine wieder. So, jetzt brauche ich hier die 84,2. Auch hier muss ich wieder ein bisschen runter. Bedingt durch die große Rändelschraube geht das relativ fix. So, jetzt stehe ich auf, jetzt ziehe ich ein bisschen an. Okay, jetzt schwebt er gerade frei, lasse noch mal ein bisschen nach. Jetzt ist er fest, passt. So, na komm, machen wir zu. Finger drauf auf den Messpunkt, festziehen und 3-4 Mal in jede Richtung. Halt, was ich mache, ich mache mein Rockhard Filzrad noch runter, dass ich mit dem Messer da nicht in die Quere komme. Das Filzrad steckt ziemlich fest drauf, ist aber natürlich auch dann von Vorteil, dass es wunderbar rund läuft. Also die Filzräder, die ich hier beziehe, sind echt klasse und vor allen Dingen, das ist wirklich Rockhard. Ich kenne andere Leute, die verkaufen Rockhard mit 70 Gramm. Mein Rockhard hat 90 Gramm und momentan machen wir gerade ein Filzrad, das für diese Brotmesser dann funktioniert, also für die Wellenschliffmesser. Das dürfte wohl nächste Woche dürfte das wohl soweit sein, dass das fertig ist. Das läuft dann einfach oben spitz zu und hat oben eine 3 mm Kante, die man mit dem Sandpapier ein bisschen rund machen kann. Dann kann man die einzelnen Wellen durchschleifen, beziehungsweise von hinten anschleifen und oh ja, das dürfte schön scharf sein. So, jetzt schauen wir mal. Auch 3-4 Mal übers Leder und gut. Und jetzt, wie gesagt, habe ich wieder die 15 Grad anliegen. Typischerweise hat sich jetzt gerade beim letzten Zug mein Akku von der Kamera verabschiedet. Aber ich gehe jetzt einfach noch einmal drüber. Und dann gehen wir unter das Mikroskop. Und dann gehen wir auch noch kurz auf den Besttester. Einfach um zu sehen, ob es was gebracht hat. Die ganze Arbeit. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Alle Räder haben ganz klasse gearbeitet und jetzt schauen wir mal das Ergebnis an. Bis gleich. So Leute, alle die mich kennen wissen, jetzt kommt der Besttester, weil das muss einfach sein. So, und was ich immer mache, für die, die das erste Mal zuschauen, man zieht ja dann hier den Faden raus und jetzt spannt man den da unten rein. Ich möchte aber immer das gleiche Ergebnis haben für mich. Also habe ich mir ein 100 Gramm Gewicht genommen und habe da so eine Klammer mit Magnet drauf gemacht. Da spanne ich jetzt diesen Faden ein und lasse das hier über die Tischkante hängen. So habe ich immer die gleiche Spannung auf dem Faden, nämlich mit 100 Gramm gespannt. So, und dann setzen wir das hier drauf, schalten ein. Licht an, Tara drücken und dann schauen wir mal, was die Chose gebracht hat. Da stehen noch 5 Gramm an. Also ich finde, für die Behandlung, das war ja jetzt gar nicht so schlecht. Was ich jetzt machen könnte, und das ist ja kein High-End-Messer, was ich jetzt machen könnte, ich könnte mal noch ein paar Mal über mein Streichleder ziehen und dann nochmal. So, das mache ich jetzt. Ich melde mich gleich nochmal. So, jetzt bin ich mal noch 5-6 Mal oder vielleicht auch 8 Mal über das Streichleder drüber gegangen und jetzt will ich einfach versuchen, nochmal schauen. Wobei ich mit 110 Best bei so einem Messer natürlich schon sehr zufrieden bin, ja. Aber ein bisschen was geht immer, so nach dem Motto. Und jetzt schauen wir mal, was ein bisschen was ist. Einsetzen.
Jo. Ladies and Gentlemen, sieht man das? 75 BES. Die CBN-Räder funktionieren, das Rockhard funktioniert, das Leder funktioniert. Was wollen wir denn mehr? So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Werbung gemacht für manche Leute. Aber Leute, die CBN-Räder sind einfach geil. Es ist Schleifen auf einem anderen Level. Ihr könnt das glauben oder nicht. Ich versuche euch das wirklich in praktischen Beispielen zu beweisen. Ihr schmeißt da echt kein Geld zum Fenster raus, sondern das ist richtig High-End-Ware. Ich wünsche allen einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ja. Ach übrigens, ich könnte noch 6 Abonnenten auf meinem Kanal gebrauchen, dann hätte ich nämlich die 1000 voll. Das wäre auch schön. Alles klar. Und die Leute, die bei mir das Zeug eingekauft haben, die Räder und so weiter, vielen Dank, dass ihr schon so fleißig bewertet, aber es sind immer noch einige dabei, die machen gar nichts. Und Leute, ich gucke immer, dass ihr eure Ware so schnell wie möglich und alles kriegt. Helft mir auch ein bisschen. Schreibt einfach in meinem Shop eine Bewertung. Das hilft jedem, der nach euch kommt, eine Entscheidung zu treffen. Bis dann. Ciao. Ach, ich wollte euch doch noch ganz kurz die Schneide zeigen. Begeistert mich halt immer wieder, was für schön gerade Schneide man bekommt mit solchen CBN-Rädern. Ganz super klar, toll definiert. Okay, das war's. Ciao.